Willkommen bei Recruiters Answer Questions, kurz RAQ. Hier beantwortet unser Recruiting-Team eure Fragen, heute mit Simone. Und wir besprechen heute das Thema Bewerbungsprozess. Dafür gleich mal die erste Frage aus der Community. Und zwar erstmal allgemein gefragt, wie läuft denn der Bewerbungsprozess in der Regel ab? Also, der Bewerbungsprozess läuft bei uns in verschiedenen Phasen ab. Also, wir kriegen erstmal von der Führungskraft, sozusagen, ja, die Anforderungen, was wichtig ist, für die Qualifikation des Bewerbers, und dann schalten wir eine Stellenanzeige und, genau, und dann gehen die Bewerbungen ein. Wir vom Recruiting-Team, selektieren dann schon mal vor, treffen eine Vorauswahl, leiten die Bewerbungen weiter an die Führungskraft, und, die Führungskraft, trifft dann letztendlich die letzte Entscheidung, und dann geht's auch schon zum Interview. Sehr cool. Okay, super. Dann haben wir ja schon mal einen guten Überblick jetzt über den Prozess und können in ein paar Fragen reinstarten, die ein bisschen näher drauf eingehen. Dann passt vielleicht diese Frage ganz gut noch mal so zum Anfang. Wie wird denn mit mir als Bewerberin kommuniziert? Per E-Mail oder erwarte ich einen Anruf? Mhm. Das ist sehr unterschiedlich. Also, normalerweise ist es so, dass wir die Person erst mal anrufen, also Bewerber oder Bewerberin wird angerufen. Manchmal ist es nur so, dass wir die Person in dem Moment nicht erreichen, und dann ist es so, dass wir, 'ne E-Mail schreiben und dadurch dann eben auch die Antwort bekommen. Also, es hängt immer sehr, sehr davon ab, wie erreichbar eben der Bewerber oder die Bewerberin ist. Mhm. Also ist beides möglich? Genau, genau, ist Mhm. beides möglich, ja. Okay. Genau, da kam die Frage: Mit wem führe ich die Gespräche? Mhm. Also, das Erstgespräch ist in der Regel mit 2 Personen. Mhm. Da ist zum einen der Recruiter, die Recruiterin dabei, und, die Führungskraft oder die Fachkraft, je nachdem von dem Bereich. Und beim zweiten Gespräch ist normalerweise, der Recruiter, die Recruiterin dabei, ja, Fach und Führungskraft und, Bereichsleitung. Also kann man sich das auch ganz gut übersichtlich vorstellen, mit 2 Personen, die einem in der Regel, gegenüber Mhm. sitzen. Und, genau, vielleicht auch noch so zur Verortung kam die Frage: Wo findet das Jobinterview statt? In der Regel ist es so, dass das Erstgespräch, das machen wir meistens virtuell, also das findet dann über Teams statt. Mhm. Beim Zweitgespräch ist es so, dass es da also teilweise, per Teams dann stattfindet oder auch, vor Ort. Das ist ein bisschen unterschiedlich, weil wir ja auch, ja, dezentral aufgestellt sind. Das heißt, wir haben Teams an verschiedenen Standorten, und da kann es halt manchmal sein, dass man, ja, dass man es eben deswegen auch virtuell durchführt. Super, dann haben wir noch, zu den Gesprächen so als Überblicksfrage: Wie viele Gespräche finden eigentlich statt? 1 bis 3 Gespräche. Das hängt sehr, sehr von der Position ab. Also, wenn es jetzt zum Beispiel eine Praktikantenposition oder Werkstudentenposition ist, dann ist es in der Regel ein Gespräch. Wenn es jetzt, sagen wir mal, ja, höhere Positionen sind, kann es auch mal 3 Gespräche geben. Aber in der Regel, so im Schnitt würde ich sagen, sind es eigentlich 2. Mhm. Ja. Genau, dann ich muss mal gucken, da kam nämlich noch eine Frage, die würde jetzt, glaube ich, hier ganz gut passen. Gibt es denn auch weitere Auswahlmethoden? Also, wir haben ja das erste Interview, ist ja eher so 'n strukturiertes Mhm. Interview. Da geht es auch darum, den Bewerber erst mal so vom Persönlichen als auch vom Fachlichen kennenzulernen. Beim Zweitinterview, führen wir in der Regel eine VPA durch, genau, wo der Bewerber eben oder die Bewerberin vorab eben schon per, Mail schon mal 'n Link bekommt. Mhm. Und aufgrund dessen, ja, stellt sich dann sozusagen 'ne Analyse heraus. Außerdem haben die Bewerberinnen und Bewerber bei der VPA 20 Minuten Zeit. Und es gibt teilweise auch, ja, fachliche Fragen oder auch eine Case Study dann beim Mhm. Zweitgespräch. Okay, dann eine Rückfrage von mir vielleicht für die Ja. Community. Was sind denn Case Studies? Also jetzt Case Studies kommt ja aus dem Englischen, im Deutschen aus dem Deutschen übersetzt heißt es Fallstudie. Und da geht es tatsächlich darum, dass der Bewerber und die Bewerberin sozusagen, ja, 'n Fall präsentiert bekommt, aus dem beruflichen Alltag, aus der beruflichen Situation. Und da geht es, darum, dann eben Lösungen auszuarbeiten, genau, und diese Lösungen dann, vorzustellen. Ah, voll cool, spannend. Wie lange dauert der Bewerbungsprozess? Der gesamte Bewerbungsprozess, das ist auch sehr unterschiedlich. Wir haben uns 42 Tage vorgenommen. Mhm. Das heißt wirklich von Bewerbungseingang bis zur Einstellung. Das ist so das Ziel, das wir uns gesetzt haben. Das ist der Durchschnitt. Manchmal geht es natürlich schneller, und da freuen wir uns auch sehr, aber manchmal ist es auch so, dass es ein bisschen länger dauert.
Also dauert so ungefähr dann 6 Wochen insgesamt. Dann könnt ihr euch auch gut was darunter vorstellen. Und, genau, dann haben wir abschließend noch eine ganz lustige Frage vielleicht aus der Community, kommt ein bisschen auf deine Antwort an. Die Frage ist: Was war das Schrägste, das dir im Bewerbungsprozess passiert ist? Ja, da muss ich kurz nachdenken. Ja, ich hatte mal also wir hatten ein virtuelles, Interview, per Teams stattgefunden und, dann war es so, dass der Bewerber im Fußball Trikot, angekommen ist und im Hintergrund also bei Teams kann man ja immer 'n Hintergrund einschalten, Mhm. im Hintergrund war dann das Fußballstadion zu sehen. Genau, für Cool. eine kaufmännische Position war das. Also hat er das Stadion-Feeling direkt mitgebracht. Genau, 'n richtiger Fußballfan. Sehr schön. Okay, dann danke dir, Simone, für die Einblicke und wir sprechen nächstes Mal beim RAQ über das Thema Stellenanzeigen. Stay tuned.